In diesem Video geht es um den Einbau eines mobilen Wassermachers an Bord einer Segelyacht. Wir haben diesen mobilen Wassermacher bisher auf unseren vorherigen Booten und auf diesem Boot immer mobil betrieben mit einem Benzingenerator, und diese Lösung ist super geeignet, wenn du keinen großen Inverter und keine große Batteriebank hast. Jetzt will ich ihn aber fest einbauen, damit ich ihn auch hin und wieder mal für 30 Minuten betreiben kann, ohne den Aufwand des Aufbaus. Hi, ich bin Christoph, der Bootsschrauber. Was du hier siehst in diesem Video, habe ich mir selbst angeeignet. Wenn du Zweifel hast, frag bitte einen Fachmann. Auf dem vorherigen Boot hatten wir wenig Batteriekapazität und mussten jedes Mal den Benzingenerator dafür starten und das Ding jedes Mal aufbauen, bestehend aus den Zylindern und der Pumpeneinheit. Schläuche ins Wasser hängen, Benzingenerator aufbauen und so weiter und so weiter. Und jetzt haben wir eine größere Batteriekapazität und vor allem mehr Solar, die Batteriekapazität nachtankt, und deswegen möchte ich jetzt den fest einbauen. Das ist ein mobiles Gerät, aber den kann man natürlich auch fest einbauen. Das möchte ich jetzt machen, damit es einfacher ist, den täglich mal kurz laufen zu lassen, weil täglich kurz, dafür haben wir genug Sonnenenergie. Über Mittag ist da die Batterie immer schon voll und der Rest der Energie geht verloren. Dadurch können wir auch Wasser machen. Wir haben jetzt hier, und es ist Mai in Griechenland, schon so viel Solar, dass wir mittags schon die Batterie wieder voll haben. Das heißt, ab dann geht alles, was weiter an Solarenergie reinkommt, komplett verloren. Und daraus könnten wir prima Wasser machen, ohne dass es unsere Energiebilanz negativ beeinträchtigt. Und das funktioniert aber nur, wenn er fest eingebaut ist. Und das möchte ich heute machen. Der Rainman, den wir haben, ist ein 230 Volt Gerät. Das heißt, er braucht 230 Volt. Klar, ist kein 12 Volt Gerät. Das heißt, du brauchst einen Inverter, der das kann. Der zieht auch einiges an Ampere. Und wir haben zwei von den großen Membranen. Und die in Kombination machen 120 Liter die Stunde, so ganz grob. Und das bringt schon eine ganze Menge. Wenn wir eben täglich nur eine halbe Stunde laufen lassen könnten, dann wären das schon 60 Liter, das ist natürlich großartig. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn ich nicht jedes Mal aufbauen muss. Ein Wassermacher ist ein Gerät, was aus zum Beispiel Salzwasser sauberes Trinkwasser machen kann. Und das Prinzip nennt sich meistens Umkehrosmose. Dabei wird das ursprüngliche Wasser durch feine Filtermembranen gepresst und Salzteilchen wie auch Bakterien oder Schwebeteilchen wie Sand bleiben dabei zurück und werden mit dem Fortwasser, mit der sogenannten Sole, wieder außenbords gespült. Das eigentliche Produkt ist aber sauberes Süßwasser und das schmeckt sehr, sehr gut und wir trinken das an Bord und mögen das sogar mehr als Wasser aus der Leitung. Ich habe hier drüben den Wasserverteiler. Hinter dem Seewasserfilter habe ich mehrere Abgänge. Der hier geht zum Waschbecken und jetzt habe ich noch zwei frei. Und das heißt, er wird sein Rohwasser dann aus dem Hauptwasseranschluss ziehen, aus dem auch der Motor sein Wasser zieht. Und ob das beides gleichzeitig funktioniert, das muss ich dann ausprobieren. Das werde ich ja am Motor, an der Motortemperatur sehen, ob der Wassermacher zu viel Wasser zieht und dadurch der Motor nicht mehr genug bekommt. Ich habe neben dem Motor eine Fläche, wo bisher Ölkannen und sowas waren. Und ich habe hier unter dem Multiplus noch genug Platz, um an der einen Stelle praktisch die Pumpeneinheit zu installieren und an der anderen Stelle die Hydrozylinder, und dann brauche ich praktisch nur noch die Schläuche verlegen. Das wird vielleicht heute nicht fertig. Mir geht es erstmal darum, dass die Sachen ihren Platz haben und dass ein Teil vorverkabelt ist, sodass es schneller geht, das anzuschließen. Also wenn jetzt auch die Abzweiger zwischen ich will Seewasser ansaugen oder ich will eine Reinigungsflüssigkeit ansaugen, auch wenn das jetzt noch nicht fertig ist, das ist nicht so schlimm. Aber Hauptsache, es ist erstmal verräumt und ich muss die Sachen nicht immer raus und reinräumen. Damit ist mir schon sehr viel gewonnen und das möchte ich jetzt machen. Im Prinzip ist es egal, welchen Wassermacher man einbaut, denn die Wassermacher bestehen eigentlich immer aus diesen Bestandteilen. Also bei mir ist dieses Regelelement ist hier mit drauf und auch der Flowmeter, also wie viel durchgeht. Ansonsten hat man die Filtermembranen, also die Osmosemembranen, man hat das Pumpengerät, man hat den Filter und dann man hat die Verschlauchung, also die Wasseransaugung. Das Rohwasser ist das hier und dann hier praktisch noch Frischwasser und Abwasser. Und das ist bei jedem Wassermacher im Prinzip das Gleiche, dass man einen Platz finden muss und auch, dass es modular ist, dass das Pumpengehäuse, der Filter und die Membranen getrennt sind, ist eigentlich auch immer dasselbe. Insofern geht das relativ gut, das zu montieren. Damit ich den
anbauen kann, muss er hier erstmal aus der Kiste raus. Okay. Gut. Soweit, so gut. Das sind die zwei Membranen und die müssen jetzt an die Wand. Bei dem Lieferset ist übrigens, sind solche Halterungen sind da dabei und die muss ich jetzt erstmal ausmessen und dann unten anbringen und dann Wenn du mich unterstützen möchtest, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die einfachste ist ein Like oder ein Kommentar. Andere Möglichkeiten findest du unter dem Video, die habe ich dir verlinkt. Unter anderem kannst du eins der Produkte, wie zum Beispiel den Benzingenerator, über einen Amazon-Link bestellen. Wenn du das innerhalb von 24 Stunden machst oder ein komplett anderes Produkt, bekomme ich eine kleine Provision. Das hilft mir natürlich, diese Videos weiterzumachen. Also vielen Dank dafür. was jetzt hier natürlich noch im Weg ist, ist der Solarladeregler. Den werde ich jetzt zuerst hier oben in die Ecke versetzen. Dann ist hier Platz. Dann kann ich im zweiten Schritt dort die Membranen, die Wassermembranen einbauen. Keine Ahnung, wie das geht. Seit 4 Jahren sind wir mit unserem Segelboot auf Langfahrt. Aktuell, das hier ist Griechenland. Wenn dich interessiert, wo wir sind und was wir tun, dann schau gerne bei hafenkino.blog vorbei. Das verlinke ich dir unter diesem Video. Die Osmosezylinder sind ja jetzt unten. Ich finde, das sieht super aus. Und jetzt kommt der letzte Streich. Hochdruckpumpe mit dem Filterelement reinzubringen. Platz ist vorbereitet. Ja, schwer das Ding. So.
Also so habe ich mir das gedacht. Ist zwar ein bisschen beengt, den Filter kann ich nochmal wegtun später, aber jetzt geht es darum, dass er erstmal weggeräumt ist. Und wenn du wissen willst, wie wir den mobilen Wassermacher bisher verwendet haben, dann kannst du dir eins unserer älteren Videos angucken. Das verlinke ich dir hier oben, aber auch unten in der Videobeschreibung. Schau dir das gerne auch an. Irre warm ist es hier unten. Seewasserzuleitung ist hier. Die geht also direkt vom Seewasserfilter hier am Verteiler ab. Seeventil ist jetzt offen, das hier. Die Leitung geht hier oben entlang. Und hier in den Wassermacher rein, im Prinzip hier in den Filter. Von dem Filter geht es dann in die Hochdruckpumpe, von der Hochdruckpumpe hier raus in die Hochdruckzylinder. Und von dort kommt dann hier das Frischwasser raus. Also das hier, das ist noch fliegend verlegt sozusagen. Das Einzige, was jetzt noch fehlt zum Testen, ist 230 Volt. Und dann bin ich gespannt, ob er läuft. So, jetzt mache ich an. Also der Wassermacher hat jetzt das Pickelwasser, dieses Desinfektionswasser rausgespült, ohne durch die Hochdruckmembrane zu gehen. Ich mache ihn jetzt aus. Dann kommt der Schlauch hier hoch und dann mache ich ihn wieder an und regel hoch und dann können wir das Wasser, wenn das dann wiederum 10 Minuten gelaufen ist, dann hier in den Tank reintun. Das ist der Schlauch. Und regel hier hoch. Also die Hochdruckmembrane fördert jetzt Wasser, hat auch den richtigen Druck und oben geht jetzt das Frischwasser raus. Und das müssen wir jetzt noch mal 10 Minuten laufen lassen und dann können wir es in den Tank einfüllen. Beim Betrieb des Wassermachers entsteht neben dem eigentlichen Produkt, also dem sauberen Trinkwasser, auch das sogenannte Fortwasser. Der Wassermacher stößt das in seinem grünen Schlauch aus und diesen grünen Schlauch habe ich an unseren zentralen Borddurchlass, der das Abwasser aufnimmt, angeschlossen. Der hat verschiedene Anschlüsse, einer davon war frei. Dort habe ich den grünen Schlauch dann erhitzt aufgeschoben und mit einer Schlauchschelle gesichert. Hier oben das Frischwasser habe ich jetzt erstmal aufgefangen, weil das ja kontaminiertes Wasser ist, aber zum Abspülen reicht. Und ich probiere das jetzt. Das sind jetzt 10 Minuten gelaufen. Der Wassermacher läuft jetzt seit 1 Stunde 15 und damit ihr mal ein Gefühl dafür kriegt, das hier ist die Anzeige von unserem Wasserreservoir, Wassertank. Und das waren 150 Liter, das war der Start vor 1 Stunde 15. Jetzt sind wir bei über 300 Liter, 310, 320 Liter. In 1 Stunde 15 haben wir damit 160 Liter gemacht oder 150, so ganz genau wissen wir es nicht, aber kommt ja hin. Und die Energiebilanz, die sieht so aus. Das Gerät verbraucht aktuell so 1300 bis 1400 Watt. Solarertrag ist 650 Watt. Damit geht aus der Batterie raus 90 Ampere. Und als wir gestartet sind, waren wir bei 69%. Jetzt sind wir bei 34%. Wir haben eine 400 Ampere-Stunden Lithiumbank. Und das heißt jetzt im Umkehrschluss, dass wir von knapp 70% auf 34% runtergefallen sind. Also ein Drittel der Batteriekapazität haben wir verbraucht. Das wären 130 Ampere für ca. 130 bis 150 Liter, finde ich auch okay. Und ja, damit funktioniert das, was ich mir vorgestellt hatte. Bei schönstem Sonnenschein. Ich habe die Batterie jetzt so weit runtergefahren, weil wir zum einen gerade mal 12 Uhr mittags haben und die Sonne noch scheint. Das heißt, da kommt noch viel rein und wir werden auch später weiterfahren. Das heißt, da wird über den Wellengenerator auch die Batterie wieder nachgeladen mit 20 Ampere in der Stunde. Wir fahren jetzt zwar nicht so weit, zweimal eine halbe Stunde oder sowas. Aber da kommt auch was rein und deswegen habe ich die Batterie so weit runtergefahren. Das heißt,
Wassermacher fest eingebaut über die Batteriebank, über den Inverter, funktioniert genauso, wie ich das wollte. Und ich finde, er ist sogar relativ sparsam mit ca. 1 Ampere für 1 Liter Wasser. Schreib mir in die Kommentare, was du davon hältst. Auch wenn ich den mobilen Wassermacher jetzt fest an Bord meiner Segelyacht eingebaut habe, bleibt es trotzdem ein mobiles Gerät, was ich jederzeit mit wenigen Handgriffen entnehmen kann und dann wieder mobil betreiben kann. Und das ist für uns auch der riesige Vorteil, dass wir diesen Wassermacher auf einem anderen Boot, also wenn wir das Boot verkaufen würden oder wenn wir eine Reise mit einem anderen Segelboot unternehmen, mitnehmen könnten, aber auch zum Beispiel bei einem Krisenfall an Land Brackwasser verwenden könnten, um daraus Süßwasser zu machen. Deswegen sind wir von diesem Konzept mobiler Wassermacher auch so überzeugt. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann schau dir das Video an.